Willkommen zu einem neuen Video mit uns. Willkommen bei Rauthaus Bus. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es die ultimative Abrechnung mit Dauertest für euch. Wir stellen euch unser gesamtes Fahrzeug vor mit sämtlichen Einbauten. Aber ganz wichtig, wir sagen euch, was nach 2 Jahren Weltreise wirklich funktioniert hat und was wir nie wieder so machen würden. Und stopp! Auch wenn du keinen VW-Bus hast oder keinen T3, bleib trotzdem dran, weil jeder, der seinen Bus selber ausbaut, der steht ja vor denselben Fragen. Und hier im Video kommen die Antworten. Viel Spaß beim Video. Was erwartet dich hier im Video? Wir werden alle einzelnen Einbauten durchgehen. Das heißt Kühlschrank, Standheizung, Energieversorgung, Isolation, Dachfenster, also alles, was wir verbaut haben in dieser Zeit. Da kommt dann noch mehr Waschbecken, Wassertanks, also ganz, ganz viel. Und diese Sachen gehen wir alle einzeln durch und sagen euch danach, hat geklappt, hat nicht geklappt, war totaler Schrott oder würden wir wieder machen. Vielleicht noch eins vorweggenommen. Unser Konzept war, wenig Geld auszugeben und trotzdem alles zu haben, was wir auf der Reise brauchen. Eine Truma Gaserwärmungsheizung mit allem drum und dran wird es hier nicht geben. Die passt hier auch A nicht rein und B wäre sonst auch zu teuer gewesen. Das heißt, wir haben auf den Preis geschaut, wir haben keinen Schrott aus China gekauft, aber wir haben auf den Preis geschaut, um zu gucken, dass wir am Ende ein ökonomisch sinnvolles Fahrzeug haben, was diese Strecke auch überlebt. Ja, wir müssen ja davon ausgehen, dass wenn man auf Weltreise ist, dass man dann natürlich auch mal in harten Gebieten ist. Wir waren in den Tropen, wir waren in den Bergen, wir waren in den Polarregionen, wir waren am Meer. Wir waren wirklich überall und insofern können wir hier ein ganz klares Urteil über die Technik abgeben, ob sie funktioniert oder nicht. Dann fangen wir mal mit was ganz Wichtigem an, nämlich der 220 Volt Stromversorgung. Wir brauchen sie ja alle, Laptop, Handy, Aufladen, Föhn, die Frau. Also es gibt genug Gründe, warum man das im Auto braucht. Und wir hatten am Anfang uns so ein richtig dickes Ding hier verbaut. 1000 Watt Wandler von Auerbach, genau, Auerbach PureTronic heißt das Ding. Und ja, hat ein Jahr gehalten. Also 1000 Euro, ich glaube wir haben knapp 1000 Euro bezahlt. Völlig blöde Anschaffung, würden wir nie wieder machen. Aber die Technik ist eigentlich total cool, weil das ist so ein Reverse-Lader. Das heißt, wenn man das Auto einsteckt, dann fängt die Batterie an zu laden. Und wenn man das Auto wieder aussteckt, danach produziert das Ding 220 Volt. Ist eigentlich ein Traum. Und genau diese Funktion, die funktioniert auch noch. Deswegen ist das Ding hier drin oder immer noch drin. Das heißt, wir laden mit diesem riesen Klops nur noch unser Auto auf, weil unser neuer Wandler, wir haben hier drunter den kleinen Wandler, der lädt eben nicht das Auto auf. So, und jetzt vielleicht noch mal zur Technik allgemein. Habe ich einen 1000 Watt Wandler und eine 100 Ampere-Stunden Batterie, das passt auch gar nicht zusammen. Ja, also das hatten wir damals für den Föhn meiner Frau gekauft, für Alessandra Hai. Und am Ende festgestellt, dass wir das gar nicht nutzen und nicht nutzen können. Weil 1000 Watt, das zieht natürlich so viel Strom, da ist die Batterie in Sekunden leer und du musst natürlich riesige Kabel da legen, das ist alles kontraproduktiv. Das würden wir nie wieder machen. Wir haben uns später dann in Argentinien für kleines Geld einen 300 Watt Wandler geholt. Der reicht heute völlig aus, um die Laptops zu laden, unsere Handys zu laden, diesen ganzen Kram. Das heißt, ich würde euch definitiv ans Herz legen, klein ranzugehen bei einer kleinen Batterie. Ist die Batterie größer ausgelegt, kann man natürlich auch größer rangehen. Aber das Ding von Auerbach würden wir nicht noch mal kaufen. Ja, ein Jahr Laufzeit, das ist einfach zu wenig für den Preis. Ja, was vielleicht noch wichtig ist bei der 220 Volt Produktion, reine Sinuswelle. Ich meine, die meisten Wechselrichter heutzutage, die haben das schon, braucht man jetzt nicht doll gucken, aber guckt halt noch mal drauf aufs Paket, reine Sinuswelle, sonst gehen die Ladegeräte kaputt. Es gibt ja heutzutage keinen Ausbau mehr ohne Solar. Wer sich kein Solar aufs Dach baut, ist selber schuld. Es gibt einem absolute Unabhängigkeit. Wir haben bei uns 120 Watt drauf auf dem Dach und die waren auch am Anfang absolut ausreichend und wir waren sicherlich 2 Jahre mit der Firma sehr zufrieden. Wir haben Solar verbaut von Offgrid-Tech. Hier ist auch der Solarladebooster von denen. Und obendrauf sind 2 60 Watt Paneele, die aus dem Schiffsbau kommen und die man aufs Deck kleben soll. Wir haben so lange recherchiert. Ja. Wir haben wirklich geschaut. Wir haben bei unserem Dach halt einfach keine Chance. Wir haben keinen Platz. Wir wollten nicht diese 5 Zentimeter nochmal obendrauf. Kein Windwiderstand mehr. Alles das wollten wir nicht. Deswegen haben wir uns entschlossen, aus dem Bootsbau die Dachaufbauten, also sprich, die kommen oben aufs Deck drauf und auf denen soll man auch laufen können. Also Offgrid-Tech sagt, ja, da kannst du drauf rumlatschen, das funktioniert alles gut. So, jetzt haben wir 2x60 Watt verbaut, von denen, die produzieren heute noch, das ist jetzt, sagen wir mal, 4 Jahre her, produzieren jetzt heute noch 3 Ampere, 4 Ampere und müssten ja eigentlich müssten sie 10 Ampere produzieren. Also wir haben jetzt schon 2/3 verloren. Eins ist völlig aufgebläht von der Sonne, die halten keine Sonne aus. Das heißt also für einen Bootsbau, also wenn ihr eine Yacht habt, also ich würde das Zeug niemals oben aufs Dach kleben. Wir hatten vorher schon einige gesagt, klebt's nicht aufs Dach.
Ich würde es heute auch nicht nochmal machen. Also ich würde es immer noch kleben, aber ich würde nicht... Vielleicht würde ich auch nochmal das Gleiche... Ich kann es nicht sagen, es ist das Einzige, was so flach ist. Aber wir sind schon ein bisschen unzufrieden, dass die Dinger nach der Zeit kaputt gegangen sind. Also, ob ich es euch empfehlen kann, kann ich nicht sagen. Wer keinen Platz hat, muss es nehmen. Aber nichtsdestotrotz, 4 Jahre ist mir als Zeit zu kurz. Wir haben sie so oft gebraucht und sie hat uns so oft das Leben gerettet. Wir sind ja nun durch Patagonien durch, wir waren in Polarregionen, also richtig kalt mit richtig viel Wind. Und hier, Autotherm 2D, ehemals Planar 2D hieß die, glaube ich. Und das ist von Tiger Expert, haben wir die gekauft mit Höhenkit. Und richtig, richtig fett. Also die funktioniert auch in Bergen und hammer gut. Wir haben es so heiß hier drin, dass wir nachregulieren müssen mit offenem Fenster auf niedrigster Stufe bei Außentemperaturen von 2 Grad. Das heißt, man kann hier drin, wenn da draußen nicht mindestens -5 sind, nicht die Heizung ballern lassen und im Schlafsack doch schlafen. Das richtig gut. Dieselstandheizung, das Beste, also das Allerbeste, was es überhaupt gibt. Also wir sind mega zufrieden. Diese Standheizung würden wir immer wieder kaufen und sie hält jetzt seit 3, 4 Jahren und wir haben sie, ich denke in mindestens 1200 Nächten durchballern lassen. Also immer wieder ein- und ausgeschaltet oder eben durchlaufen lassen. So, kleiner Sprung in die Zukunft. Es ist jetzt 4 Wochen her und ich habe einen Bart. Aber wir waren in der Zwischenzeit auch über 5000 Meter Höhe. Wir haben die Lagunenroute gemacht, wir waren in der Puna in Argentinien. Wir haben also wirklich im Grenzbereich gearbeitet. Und eins hat immer funktioniert, die Standheizung. Die hast du eingeschaltet und das Ding ist gerannt. Bei -15 Grad draußen auf 4500 Meter Höhe. Richtig geil. Und deswegen ist es so super wichtig, dass wenn ihr euch eine Standheizung verbaut, dass die ein Höhenkit hat. Wenn die kein Höhenkit hat, dann funktioniert das nicht und dann kann die Standheizung auf der Höhe nicht funktionieren, weil die Einspritzmenge nicht geregelt wird. Auch ist der Verbrauch verschwindend gering. Wir haben 0,1 Liter Diesel, die wir sozusagen in der Stunde verbrauchen, und 1 Ampere Strom, was aus der Batterie gezogen wird. Das sind fantastische Werte. Also damit kann man ohne Probleme mit unserer Batterie 3, 4 Nächte heizen, selbst wenn der Himmel bewölkt ist. Also wenn auch ihr eine Dieselstandheizung bei euch im Fahrzeug verbauen wollt, dann guckt doch mal unten in unserer Videobeschreibung. Wir haben den Link zu exakt der Heizung, die wir verbaut haben und die für 99% aller Camper die perfekte Lösung ist. Das Komplettset von Tiger Expert bedeutet für euch bestellen, einbauen, heizen. Kein Schnickschnack drumherum, Plug-and-Play-Lösung, absolut super und über den Link in der Beschreibung kriegt ihr genau das, was wir haben und mit Höhenkit. Und eins kann man mal sagen, bei uns ist die, wie gesagt, seit 4 Jahren im Dauerbetrieb und Ausfälle haben wir bei der Heizung definitiv noch nicht gehabt. Zu unserem Grundausbau. Ihr seht es ja, das ist arschalt und das wollten wir auch so haben, passt natürlich zum Bus, ist aber erst bei uns seit 10 Jahren circa drin. Muss man mal dazu sagen, das ist ein Original Raimo-Ausbau und so richtig schönes Sperrholz, also dieses richtige gepresste Holz, was man ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr nimmt und ja alle heutzutage fancy ihr Auto ausbauen mit irgendwelchen Leichtbauweisen. Wir haben uns dagegen entschieden, wir haben das Original genommen. Jetzt ist davon nicht mehr so viel übrig, weil wir schon viel modifiziert haben. Aber das Ding hält. Das Ding ist jetzt mittlerweile 40 Jahre alt, war in 2 oder 3 Bussen drin, also glaube ich der 3. Wir wundern uns ja selber, aber es hat wirklich alles mitgemacht. Alle Offroad-Strecken, es funktioniert alles noch. Ja, es funktioniert, man kann es zumachen. Klipp, klapp, es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert einfach und wir sind total zufrieden damit. Also wir werden das irgendwann mal erneuern müssen, weil klar, nach 40 Jahren rausschneiden hier, rausschneiden da leidet es doch schon sehr und die ganzen Offroad-Strecken, die wir fahren, das zieht halt ordentlich an den Möbeln. Aber das Bett zum Beispiel, wir schlafen auf einer Matratze, die wirklich 40 Jahre alt ist und die ist immer noch weich und das ist immer noch nicht durchgelegen und ich muss wirklich sagen, Top-Qualität. Also mit diesem Raimo-Ausbau sind wir sehr zufrieden. Das ist jetzt mal ein Gimmick nur für T3-Fahrer. Das gibt's übrigens noch auf deren Webseite. Ne? Also falls ihr Bock habt, euren Bus auszubauen, ihr müsst da nicht ewig zeichnen, rummachen und euch was ausdenken. Es gibt auf der Webseite von Raimo exakt dieses Mobiliar, vorgeschnitten, kann man sich bei denen bestellen, Plug-and-Play reinsetzen und dann war's das. Ja, also finde ich super cool. Wir sind damit sehr zufrieden und ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal das Gleiche reinbauen würde, aber trotz alledem absolut fantastisch. Viel Stauraum, fliegt nichts durch die Gegend. Top. Ich habe es ja am Anfang vom Video gesagt, dass unser Konzept war, nicht unendlich viel Geld auszugeben oder unsinnig viel Geld auszugeben. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, was echt gut geklappt hat und womit wir so zufrieden sind, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist eine Pressspanplatte, eine ganz normale, billige Möbelplatte und die haben wir als Arbeitsplatte und die funktioniert. Die ist nie kaputt gegangen, das ist nichts aufgebläht, die gesamten
Furniere, die halten, die haben wir selber geklebt, hält aber sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zum Waschbecken. Das ist die allergeilste Aktion überhaupt. Alessandra und ich hatten die Idee, dass wir einfach eine Käseglocke nehmen. Wir wollten immer ein rundes Waschbecken haben. Ist ja nicht so praktisch, um da Sachen reinzustellen, keine Frage. Sieht aber schön aus. Und wir wollen ja auch nichts stehen lassen, wir waschen es halt gleich ab. So, und dieses Waschbecken hält jetzt seit 2018. Es ist nie ein Tropfen Wasser ausgelaufen. Es ist nicht rostig geworden, es ist Edelstahl. Es ist klein, schmal, es hat genau die Einbautiefe, dass wir darunter auch noch unsere Schublade haben, die unter dem Waschbecken langläuft. Funktioniert fantastisch. Und wir haben einen Wasserhahn, der aus einer Osmoseanlage kommt. Die war bei uns im Keller. Und wir hatten diesen Wasserhahn nie verbaut. Und dieser Wasserhahn ist perfekt. Er ist klein, schmal, er sieht schön aus. Und wir haben am Ende für Waschbecken und Wasserhahn, ich glaube, 15 oder 19 € bezahlt. Also toller Preis. Und ja, bis heute läuft's. Also wir haben keine Probleme. Und es gibt noch ein richtig geiles Gimmick, ja, nicht vergessen. Man will sich ab und zu mal duschen. Und wir haben eine Dusche, die können wir hier direkt über den Wasserhahn stülpen. Das heißt, man führt die raus aus dem Fenster, schaltet die Pumpe ein und dann pumpt es ganz normal Wasser aus dem Tank zur Dusche hin. Das heißt, wir können einfach vorm Auto duschen. Ist natürlich ein bisschen kalt, weil der Tank unterm Auto ist. Der kriegt natürlich nicht richtig Temperatur. Aber wenn man sich mal schnell abspülen möchte oder die Hunde, das haben wir schon oft gemacht, einfach einen Schlauch angeschlossen. Und dafür ist dieser Wasserhahn erste Sahne. Absolut geil, total zufrieden. Also für die, die ihn noch nicht kennen, Kraftpaket Hermann, Volkswagen T3 1984. Ehemaliges Militärfahrzeug und eigentlich ein 50 PS Transporter. Hat einen 1,6 Liter Motor drin gehabt. Das war uns zu wenig. Und warum Kraftpaket? Heute 110 PS Turbodiesel aus dem Audi A4. Das Ding rennt. Das Ding macht richtig Spaß. Wir haben eine Reisegeschwindigkeit von 120 auf der Autobahn und wir gehen den Berg im 4. Gang hoch, also wenn es nicht zu steil ist, und können da wirklich ganz normal wie mit einem normalen Auto fahren. Wir haben natürlich viel gemacht an dem Auto. Das Ding ist höhergelegt, Versteifungsfedern, hinten Luftfahrwerk drin. Wir haben so viel getan, dass wir einfach weiter nach oben kommen. Und wir haben heute eine Bodenfreiheit, die ist super, die ist wie bei einem Synchro. Haben gleichzeitig noch unsere 14 Zoll Räder mit 75 gemacht. Das heißt, wir haben da noch mal 2 Zentimeter rausgeholt. Wir sind auf einer guten Höhe. Und ja, wie soll ich sagen, so kommen wir gut durch. Und vom Äußeren her, viel von dem Bundeswehrfahrzeug ist nicht mehr übrig. So, meine Lieben, dann kommt man mit nach oben. Hat nicht geklappt. Nochmal. Hat auch nicht geklappt. Jetzt nochmal mit Schwung den dicken Körper da nach oben treiben, weil ich will euch da oben was zeigen. So, 3. Versuch. Also, kommt mal mit. Hat geklappt. Also, meine Lieben. So, wir gehen mal nach oben aufs Dach hier bei Hermann. Und zwar will ich euch was zeigen. Wir haben ja hier ein Dachfenster verbaut von Fiamma. Da ist das gute Stück. Und so ist er erstmal richtig geil. Ja? Also kann man in alle Richtungen aufstellen. Also auch bei der Fahrt sozusagen angestellt offen lassen. Und so wäre das eigentlich da gar nicht so schlecht. Ist aber schon das zweite, was wir da verbaut haben. Und das erste haben wir vor 4 Jahren verbaut. Das heißt also, das hat ganze 4 Jahre ausgehalten und ist überall zerbrochen. Also wirklich überall. Nicht etwa an einer Stelle oder so, sondern wirklich alle Halterungen abgebrochen. Wir haben irgendwann eine Technik gefunden, das wieder zu reparieren und mit Metall zu machen und zu flicken. Aber ist ja kein Zustand. Ja? Wenn es da oben kaputt geht, dann regnet es uns rein. Also das Fiamma Dachfenster, 50 x 50. Wenn es eine Alternative gäbe, würde ich was anderes verbauen. Gibt aber keine Alternative. Also bauen wir wahrscheinlich in 1,5 Jahren das 3. dann ein. So, dann kommen wir mal zum Stromspeicher, weil den Strom, den wir produzieren, den müssen wir auch irgendwo speichern. Seht es uns nach, das ist einfach verstaubt. Wir haben gut Offroad hinter uns. 100 Ampere-Stunden Lithium-Ionen Live-Pod von Vatra. Und die sind echt cool. Also ich meine, das ist eine China-Firma. Die haben uns angeschrieben vor geraumer Zeit und haben gefragt, ob wir die Batterie verbauen wollen. Wir haben die jetzt seit 4 Monaten verbaut. Und ich muss echt sagen, richtig gut. Wir sind total zufrieden. Wir haben eine Anzeige, wir haben eine App, das funktioniert toll, wir können das gut kontrollieren. Das hat gleichzeitig noch eine eigene Heizung eingebaut. Wir wollten extra so eine Batterie haben, weil wir gehen ja auch öfter, oder wir wollen ja auch in die Anden fahren. Das heißt, da können minus 17 Grad sein. Und dann ist ja ganz wichtig, dass die Batterie selbst wärmt, weil sonst kann man die ja nicht im kalten Zustand laden. Und das macht sie selber. Also sprich, die heizt zuerst auf und dann lädt sie. Super geiles Teil und wir sind komplett unabhängig. Also wir finden das Ding gut. Also das hier mal ein geiler Lifehack für Busfahrer. Das
ein super Ort, um Sachen unterzubringen, die man braucht, um sich den Weg frei zu kämpfen. Das heißt, wir haben hier eine fette Säge, wir haben hier eine Brechstange, wir hatten hier auch eine Axt, die ist aber mittlerweile kaputt. Und die sind einfach aus dem Weg. Die können auch beim Bremsen nicht durch die Gegend fliegen, weil die unter der Bank sind. Absolut geile Nummer. Kann ich nur empfehlen, das unter die Bank zu bauen. Das Ding ist richtig cool. Meine Schwester hat uns den geschenkt. Außentisch zum Einhängen an der Tür. Könnt ihr an jedem Kastenwagen befestigen. Also wenn ihr ein normales Wohnmobil habt, vielleicht ein bisschen schwierig, müsst ihr was anbauen zum Festmachen. Aber an den Türen, die aufgehen, Kastenwegen etc. funktioniert perfekt. Und man hat immer eine Bar außen. Wir können draußen kochen. Wir haben eine Ablagefläche. Wir mögen das Ding. Für 50 € unbedingt kaufen. Schaut mal hier. Alessandra sagt, super lächerlich, soll ich nicht im Video drüber reden, aber ich mach's trotzdem. Die Fußmatte haben wir uns erst vor 4 Tagen gekauft und wir hatten sonst immer so viel Dreck im Auto. Und klar kann man einen Teppich davor legen und alles, aber es ist so eine richtig schöne, schwere Kokosmatte, die liegt hier einfach im Sand, ja, und man kann sich die Füße abputzen. Also unbedingt, das verändert ja das Leben komplett. Warum ich da nicht vorher drauf gekommen bin. So, lass mal unter das Auto gehen. So, hier, Wassertank, ja. 60 Liter Frischwasser, 40 Liter Abwasser. Wir sind absolut zufrieden. Der ist zwar einmal abgefallen, aber bei den Strecken, die wir fahren, ist es auch normal. Nee, wir sind sehr, sehr zufrieden damit und wir halten das für sehr sinnvoll, viel Frischwasser auch im Bus mitzunehmen. Wir haben 60 Liter Frischwasser, 40 Liter Abwasser. Und wenn euch interessiert, wie man so ein Ding montiert, da haben wir extra ein Video zu gemacht. Hier oben ist die Beschreibung. Vielleicht noch eine Sache zum Abwassertank. Hier ist der Auslass. Der ist offen bei uns. In Südamerika gibt es keine Möglichkeiten, sein Wasser zu entleeren. Da braucht ihr auch nicht drüber nachdenken, dass es die irgendwie gibt. Und wenn es die gibt, dann wird es eh in Fluss oder sonst wohin abgeleitet. Deswegen lasst es. Wir haben uns entschlossen, das Ding immer offen zu lassen, dosieren halt in kleinen Dosen aus. Wenn wir im Naturschutzgebiet sind oder in der Stadt, dann schließen wir den Kanister, bis die 40 Liter voll sind und lassen die dann irgendwann beim Fahren wieder ab. Aber das ist eben der Abwassertank und ich finde es eine super Lösung. Und man muss auch, kleiner Tipp, wenn ihr in die Naturschutzreservate in Amerika fahrt oder in die USA wollt, dann ist das zwingend. Also ihr braucht ein geschlossenes Tanksystem. Wenn nicht, kommt ihr da überhaupt gar nicht rein. Wenn die denken, dass ihr Abwasser da ablasst, dann kommt ihr da nicht rein. Was natürlich direkt auffällt, ist unser Hochdach. Das sieht man direkt bei unserem Umbau. Das war eins unserer ersten Projekte, die wir auf YouTube verfilmt haben. Wie baut man ein Hochdach auf dem T3? Könnt ihr ja mal gucken auf unserem Kanal, wen es interessiert. Und das ist so richtig praktisch. Das ist doppelwandig. Wir haben seitdem Stehhöhe da drin. Also wir können wirklich bei Regen tanzen. Und wenn alle im Wind untergehen und ihre Klappdächer einklappen und irgendwie auf der Sitzbank sitzen, wir haben unser Hochdach und wir haben dadurch auch ein zweites Bett. Also wir haben ja 2 Betten, eins in der Bank drin, so wie alle T3-Busse, und das zweite eben im Hochdach. Und richtig, richtig cool. Mit dem Fenster an der Seite durchlüftet ist auch gut. Also damit sind wir super zufrieden. Und das ist von Raimo und wir haben es von einem Spenderfahrzeug. Also wir haben extra jemanden gefunden, der das gleiche Fahrzeug hat, bei dem das auf dem Dach war. Und dann haben wir das mit lauter abgeschnittenen Dachteilen bekommen, mussten die da rausfriemeln irgendwie und haben das bei uns aufs Dach gesetzt. Ja, und am Ende sieht es richtig geil aus. Damit sind wir auch richtig zufrieden. Das ist unser Tisch. Und wir haben den schon oft bei vielen anderen Vanlifern gesehen, haben uns natürlich abgeguckt. Aber der funktioniert fantastisch. Das heißt, ich kann den hier auch draußen in der Hand aufbauen. Wir haben den bestimmt schon über 1000 Mal aufgebaut. Und der hält richtig. Wir sind total zufrieden damit. Ich weiß nicht, was der derzeit kostet, aber unserer ist, glaube ich, 60 mal 90. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. So, und wir nutzen den eigentlich zum Arbeiten und für alles Mögliche. Und was halt ganz schön ist, so, er ist aus Echtholz, der sieht auch noch richtig gut aus und er passt halt gut in den Bus. Ich meine, so ein Bus ist klein, aber wir können den hier vorne hinstellen. So, dann können wir noch vorne am Kühlschrank lang latschen und können hier sozusagen beide essen, wenn einer auf dem umgedrehten Sitz sitzt und der andere dort. Oder wir stellen ihn halt einfach so hin und es funktioniert genauso. Also wir sind mega zufrieden mit dem Ding, würden wir immer wieder kaufen. Und wir hoffen, dass er noch eine Weile hält. Womit wir auch super zufrieden sind und was vielleicht nicht unbedingt in eine Roomtour gehört, aber vielleicht doch, weil ohne geht's ja gar nicht auf Tour, Auffahrkeile. Wir haben von Froli welche gekauft und die sind jetzt, kein Witz, die sind jetzt 8 Jahre alt. Und wir fahren mit denen nicht auf Asphalt oder Wiese, sondern wir stellen die zeitweilig auf irgendwelche Rundsteine, also wirklich Schotter und ja, dicke Brocken drunter liegen. Da legen wir die Teile noch drauf. Deswegen sind auch so ein paar Ecken schon abgebrochen. Aber dafür, wie wir die nutzen und hinten, also auf der Hinterachse 3 Tonnen, also 3 Tonnen wiegt das Fahrzeug ungefähr, haben wir hinten unsere 2 Tonnen Belastung. Ja, das ist schon richtig fett. Ja? Und das machen die Dinger bisher nach 8 Jahren super mit. Also
total zufrieden mit, finden wir total geil. Und Auffahrkeile sind ein Muss, also sonst habt ihr, wenn ihr keine Nivellierung habt, kein ruhiges Schlafen. Fettes Overlanding-Gimmick und danke an die T3 Synchro Schrauberecke dazu. Also Dominik, das ist echt super fett. Sieht zwar aus wie eine Kaffeemaschine, ist aber keine. Also das Teil ist ein Zyklonfilter mit Reinigung. Das heißt, wir schmeißen unseren Dreck gleich unten raus. Und ich habe ja unseren Luftfilter, den kontrollieren wir natürlich sehr, sehr häufig. Der ist echt, also der ist, na klar, Feinstaub geht da noch rein, aber sonst ist der Filter sauber. Und wir haben ein super Filtersystem, das funktioniert. Also hinter dem Filter ist schwarz. Blech, Pech, schwarz. Da ist kein einziger, auch nur mehliger Krümel, der da durchgeht in den Motor. Sind wir sehr zufrieden mit. Wer Overlanden geht, unbedingt Zyklonfilter. Wer in Europa fährt, unbedingt nicht. Ach ja, wen interessiert, wie man so ein Ding verbaut? Auch wieder Video hier oben, könnt ihr mal klicken. Da seht ihr das Video, wie man so ein Teil verbaut. Und auch für die T3-Fahrer, da kann man auch gleich noch sozusagen die Regulierung für die hinteren Stoßdämpfer einbauen. Da ist ein Ventil, da kann man Luft drin drücken. Also es ist schon richtig fett. Ja, also guckt mal hier oben, da ist das Video verlinkt, könnt ihr euch mal anschauen. Fahrzeuggrundlage ist natürlich Isolation. Wir haben hier erst Alubutyl im gesamten Fahrzeugraum verklebt und danach Armaflex 2 cm oben drüber. Fazit nach jetzt, warte mal, 2018, 25, 7 Jahren. Also 7 Jahre fahren wir mit diesem Setup. Der Hammer. Der Hammer. Der Trick ist geschlossenporig. Egal, was ihr irgendwo lest und was irgendjemand schreibt und bla 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 bla. Also, Punkt ist, geschlossenporig. Das Material darf keine Feuchtigkeit ziehen. Nie, gar nicht. Nicht einen Tropfen. Ja? So, und das haben wir die Situation, wir haben seitdem keine Rostbildung. Wir haben ein Wohnmobil aus Metall und nicht aus GFK. Und normalerweise rosten die Dinger ja von unten weg, wenn man da drin wohnt. Und wir wohnen da drin mit 2 Hunden. Also wir haben schon viel Feuchtigkeitsbildung. Aber der Taupunkt wird durch das Alubutyl und das Armaflex vom Metall weggezogen. Und deswegen haben wir überhaupt keine Rostprobleme und wir sind super isoliert. Also wenn wir da drin die Standheizung anschmeißen, dann ist aber Alarm. Also dann hältst du das da drin nicht aus. Und noch vielleicht ein Satz, das macht auch eine Alubutyl. Sagen ja dann viele, ja, naja, brauchst du ja nicht so viel verkleben, habt ihr eine fette Anlage da drin? Darum geht's ja gar nicht. Schallisolation geht in beide Richtungen. Heißt, man spricht drin, man hört dich nicht draußen, aber du sitzt drin und hörst draußen auch nicht. Wenn andere sich wirklich über die Lautstärke aufregen oder neben uns noch irgendwas, na gut, Musik und Bass, das hört man, aber Stimmen hören wir nicht. Die nehmen wir einfach nicht wahr. Ja, und das heißt, wir können wirklich ruhig schlafen. Deswegen kann ich nur empfehlen, bei Bussen Alubutyl zu verkleben, dann Armaflex. Beste Lösung für Isolation, absolut mega zufrieden. Generell vielleicht mal zur Lichtsituation, Osram Nightbreaker, beste Lampe, die es im Normalbereich gibt, wenn man jetzt nicht LED einbaut und eine normale Glühleuchte haben möchte, auch in der Lichtfarbe, wollten wir so haben. Aber damit wir auch noch das andere Spektrum abdecken, haben wir uns oben noch eine Lichtleiste selber gebaut, da gibt es auch ein Video zu, könnt ihr mal hier oben gucken da. Und das Ding macht richtig Alarm und so haben wir dann natürlich Licht, wenn wir es wirklich brauchen. Und warum sind die abgedeckt? In Argentinien, Chile, Paraguay darfst du auf der Straße nicht mit diesen Lampen unabgedeckt fahren. Also die müssen zu sein, sodass du die nicht als Signallampe oder wie auch immer nutzen darfst. Aber wenn wir Offroad gehen oder dann in der Pampa sind, dann nutzen wir es natürlich. So, dann kommen wir mal zu unserem Swingaway. Das ist nun wirklich absolut das geilste Teil, was wir am Auto verbaut haben. Ich bin Dominik dafür so mega dankbar, dass er das mit uns entworfen hat. Wir hatten auf der Seite von GoVesti, das ist so ein Ausstatter aus den Staaten, gesehen, wie man so ein Teil irgendwie hinten anbaut und haben das tausendfach verbessert. Und wir haben jetzt wirklich die absolute mega knaller Lösung. Also guckt selber. So, ausgefahren ist er hier und das ist die eine Seite. Das heißt, wir haben unseren Müllrucksack, auch richtig geiles Teil, kann ich nur empfehlen. Müllrucksack sollte jeder dabei haben. Man nimmt seinen Dreck mit, alles, da bleibt nichts liegen und das kann man hier reintun. Insofern auch unseren Hundedreck, falls wir irgendwo sind, das passt hier ganz gut rein. Das stinkt hinten am Auto. Also Reserverad drunter und 20 Liter Kanister. Und das hängt alles da hinten dran und ist wirklich stabil. Also wir haben das jetzt verbaut seit 3 Jahren. Und sind damit 50.000 Kilometer Ripio, Offroad, echt harte Strecken gefahren. Hammer, wirklich richtig geil. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir eine Kiste. Da ist so wie unser Schuppen, kann man sagen. Also da sind so Sachen drin, die stinken.
Lösungsmittel, Benzin. Wir haben unseren Generator da drin. Grobes Bergematerial, all so ein Kram, was einfach dreckig wird und stinkt, ist da drin. Auch Öl, Ersatzöl und so ein Kram. Also das ist einfach da drin. Und die wiegt auch nochmal richtig viel. Und so drücken wir unseren Bus relativ weit hinten nach unten. Aber dafür haben wir ein Luftfahrwerk. Das heißt, wir können den hinten wieder aufpumpen und es funktioniert wirklich gut. Wir sind sehr zufrieden. Und ja, also der Swingaway, absolut fette Lösung. Man kriegt sein Auto hinten auf, man kann dazwischen duschen. Also es gibt tausende von Vorteilen und es gibt keinen einzigen Nachteil. Wir haben bisher keinen einzigen Nachteil gefunden. Alessandra sagt, der ist ein bisschen schwer, aber wer viel Gewicht mitnehmen will, der muss ja auch ein gutes Gerüst mitnehmen. Und dementsprechend ist es gut gewählt. Dominik sagt, an sein hängt er sich sogar mit der Hängematte dran. Das würde ich jetzt nicht machen. Ich habe keinen Bock zu schweißen. Aber nee, richtig geil. Danke, Dominik. Also auch wenn wir mit dem Zwingeway total zufrieden sind, gibt es dann doch wieder was, mit dem wir nicht zufrieden sind. Aber da kann ja der Zwingeway nichts für. Wir haben uns einen Wassertank verbaut von Frontrunner. Also wir haben 60 Liter Brauchwasser dabei und wir haben 20 Liter Trinkwasser dabei plus Flaschen, falls wir noch weiterfahren müssen. Und ja, wie soll ich sagen, Frontrunner heißt ja immer so, ja, Offroad-Tech und richtig geil. Und nee, also überhaupt nicht. Also der Tank war teuer, er ist undicht geworden, der Hahn verrostet an allen Stellen. Die Beschichtung, die drinnen angeblich dafür sorgen soll, dass es nicht muffig wird, naja, wird stetig muffig. Also müssen wir ständig wie einen ganz normalen anderen Tank auch reinigen. Also diesen Vorteil, den ich mir davon versprochen habe, den gibt's nicht. Sind wir ehrlich gesagt nicht so mit zufrieden. Gut, die Halterung ist cool. Also dass man den so festmachen kann, das ist schon cool, der verformt sich nicht und der ist auch ewig in der Sonne, das scheint er auch mitzumachen. Also Pro und Contra 50-50. Ja, also wenn ihr so ein Ding braucht und der auch sexy aussehen, so ein sexy Aussehen tut er nun mal, dann ist das okay, aber so richtig zufrieden sind wir nicht damit. Das ist ja jetzt hier ein Roomtour-Video und deswegen werden wir jetzt hier keine technischen Details einbringen, wie ein Bett gebaut ist oder wie wir diese Lösung gefunden haben. Wir haben auf jeden Fall 2 Betten. Wir haben hier unten das Bett, was jeder Wohnmobilausbau hat, der in einem VW-Bus ist. Das heißt, man zieht es nach vorne aus, hat 2 Stelzen. Modernere sind anders gelöst, aber hier ist es so. Und hinten haben wir noch einen Teil der Matratze und dann wird es eine Liegefläche. Ist super cool, wenn es kalt ist, schlafen wir eigentlich immer hier, schlafen wir auch mit den Hunden zusammen, dann schlafen die unten bei uns, das passt. Und als zweite Lösung haben wir uns ein Hochbett gebaut, oben in dem Dach drin. Da muss man echt akrobatisch sein, deswegen halten wir uns auch dran, ein bisschen Sport zu machen, weil sonst kommt man da oben nicht mehr rein. Aber wirklich so gemütlich. Es ist sauber, es ist schön, es ist unsere kleine Kammer. Und wenn wir, wie soll ich sagen, wenn es sehr, sehr warm ist, schlafen wir witzigerweise lieber oben. Dann haben die Hunde mehr Platz, dann haben wir unsere Ruhe vor denen. Wir können den Ventilator oben anmachen, haben eine Durchlüftung über 2 Fenster. Und das ist richtig gut. Also deswegen haben jetzt, im Endeffekt haben wir 4 Schlafplätze im Bus. Aber derzeit ist das Ding als Lager genutzt oder wenn wir oben schlafen, ist es als Lager genutzt. Wir kommen jetzt zum ultimativen Streit. Kompressor oder Absorber? Jetzt kommt die Antwort. Wir haben lange ausprobiert und jetzt sagen wir euch unser Fazit. So, meine Lieben. Wir haben nämlich seit 2 Monaten einen Kompressorkühlschrank und hatten 6 Jahre lang einen Absorberkühlschrank und davor noch mal 10 Jahre lang einen anderen Absorberkühlschrank. Wir kamen mit dem Absorber, ja, wenn man nicht nach Griechenland im Sommer fährt, wirklich gut zurecht. In Griechenland Sommer braucht man halt Lüfter hinten dran und muss hoffen, dass es in der Nacht halt irgendwie doch ein bisschen kühler wird. Und hier in den Tropen geht's gar nicht. Wir haben alle 2 Tage stinkende Wurst, stinkendes Fleisch, stinkenden Käse. Ich meine, ich will jetzt nicht zum Vegetarier werden, weil mich mein Kühlschrank dazu zwingt. Garantiert nicht. Und deswegen haben wir den Kühlschrank entsorgt und nicht die Einstellung und haben uns einen Kompressorkühlschrank gekauft. Und das ist richtig fett. Wir haben jetzt, ja, relativ tiefgefrorenes Fleisch. Also wir kommen wenigstens mal eine Woche. Das ist für die Hunde richtig gut. Das ist für uns richtig gut. Und wir sind viel autarker seitdem. Wir haben diese blöde Gasflasche weg und alles. Also Absorberkühlschrank definitiv verliert gegen den Kompressor. Einziger Nachteil ist Sound und ja, Sound, Geräusch. So, aber auch damit kommt man klar. Also deswegen ganz klar, Kompressorkühlschrank, wenn ihr so ein Auto ausbaut, baut euch einen Kompressor ein, kauft keinen Absorber, außer ihr wollt nur nach Norwegen. Ja, dann könnt ihr das natürlich machen. Auch mega zufrieden. Gibt's eigentlich für alle Busse, also wir haben die schon für Ducatos gesehen, die gibt's für einen T3-Bus. Und zwar kommen die vorne in die Scheibe rein und sind dann auch so durch die Scheibe fest arretiert, dass da keiner reinkommt. Mit Fliegengitter hinten dran, Belüftung. Gold wert, also wirklich Gold wert. Und muss das Fenster halt nicht offen stehen lassen, die kommen die Mücken nicht rein. Das ist gleich das Moskitonetz. Mega gut.
Auf jeden Fall sind die Dinger total praktisch, man hat einen Fliegenschutz und gleichzeitig kommt keiner ins Auto rein. Das war der Zwischenstand nach mehr als 2 Jahren Weltreise. Wir hoffen, dass wir nichts vergessen haben in der Zusammenstellung. Und wenn doch, oder falls ihr Fragen habt, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Unsere Reise geht weiter und wir sehen uns nächsten Montag. Schön, dass ihr dabei wart und danke für die liebe Unterstützung bei PayPal.